Beste Grüße, hier ist dein Markus. Heute nicht aus Alanya, sondern wir befinden uns auf der Strecke von Alanya nach Edirne zur türkisch-bulgarischen Grenze. Und wir haben hier jetzt den zweiten Teil unseres Vlogs. Schau dir gerne den ersten Teil noch an, bevor du jetzt hier weitermachst. Und ja, wir befinden uns jetzt grob auf der Hälfte der Strecke in Afyonkarahisar. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Fahrt wirklich sehr angenehm, sehr gut ausgebaut. Tolle Locations, tolle Blicke in die Türkei hinein, also wirklich cool. Und auch hier jetzt gerade im Hintergrund, ihr könnt es sehen, Straßenhunde am Start. Hab natürlich hier mein Kangenwasser immer am Start, 5 Liter mitgenommen für die Fahrt. Wir haben jetzt erstmal Wasser von mir bekommen. Wir haben jetzt eine kurze Pause hier gemacht und fahren jetzt weiter. Fahren Richtung Istanbul. Auf dieser Strecke werde ich immer wieder filmen und freue mich, wenn du dabei bleibst. Lass mir unbedingt deine Meinung dazu da, ob du vielleicht diese Strecke kennst, ob du schon mal ein Auto aus der Türkei rausgefahren hast, beziehungsweise in die Türkei reingefahren hast. Denn das hat natürlich auch seine bürokratischen Hürden, die wir festgestellt haben. Wenn man ein deutsches Fahrzeug in die Türkei reinbringt, auf türkische Plakette umwandelt, keine ICAMET mehr bekommt oder das Land einfach so verlassen möchte und dementsprechend dieser Wagen, ursprünglich deutsches Auto, wieder raus muss. Und das war eine Katastrophe. Da habe ich Videos gemacht. Schau dir gerne die letzten 1-2 Videos an darüber. Und ich freue mich, wenn du jetzt weiter dran bleibst. Viel Spaß mit dem Video.
Okay, ihr Lieben, es war ein richtig langer Tag und wir haben es immer noch nicht ganz geschafft. Wir stehen jetzt hier circa 2 Kilometer vor der türkischen-bulgarischen Grenze und wollen uns jetzt die Beine ein bisschen vertreten. Und wenn dir halt dann ganz große Langeweile aufkommt, dann sitzt du in deinem Wagen. Ich will jetzt keine Werbung machen für eine gewisse Marke, aber kannst auch einen Film gucken, wenn du ganz große Langeweile hast. Oder es einfach mal länger dauert und du keinen Snickers zur Hand hast. Ja, ich muss sagen, das schlaucht schon und Respekt an den Fahrer. Ich selbst bin ja nicht gefahren, ich bin nur der Beifahrer und habe natürlich versucht, den Fahrer bei Laune zu halten. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Und ja, du kannst auch gerne mal reinschreiben, ob du schon mal hier an der Grenze warst, wie lange du gewartet hast. Erfahrungsbericht, lass uns mal austauschen. Und ich drehe nochmal die Kamera, weil ich euch das zeigen will, fällt mir gerade auf. Krass, boom. Direkt nochmal zum Abschluss. Wer weiß, es ist jetzt schon spät. Der letzte Esan war schon. So sieht's aus. Okay, der Ablauf ist dann anscheinend so, dass man sich jetzt hier aufstellt. Das sind vier Autoreihen. Ich schätze mal pro Reihe bestimmt 40 Fahrzeuge. Und dann geht das hier so rein, hier durch, zack, um die Ecke. Und dann fahren wir da rein und dann warten wir da wahrscheinlich noch mal eine gewisse Zeit. Also, es bleibt spannend. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay, der wollte schon losfahren. Abhauen, Fahrerflucht. Ne, der fährt jetzt da lang. Der wurde jetzt in die richtige Richtung gelenkt. Also, da geht's lang. Ich steige auch mal lieber ein, bevor ich hier bleiben darf. Okay, wir machen Fortschritte. Es dauert aber hier echt noch lange. Ich will ganz kurz mal erklären, wie der Ablauf hier ist. Ihr seht hier verschiedene Reihen. 4, 5 Stück an der Zahl. Und jede Reihe, alle paar Minuten gefühlt, gehen vielleicht 10 Autos durch. Und dann kommt irgendwann nach einer 10-minütigen Pause gefühlt die nächste Reihe, wo die ersten 10 Autos dann wieder durchfahren und dann so weiter. Also es ist ein langer Prozess. Aber wer in die Türkei kommen will oder auch in dem Fall die Türkei wieder verlassen will, muss das über sich ergehen lassen. Also kein Problem, das bekommst du auch hin. Okay, wir sind jetzt seit circa 2 Stunden unterwegs, sind schon außerhalb der Türkei. Trotzdem befinden wir uns in so einem Art Mittelstück. Und im Hintergrund seht ihr, es ist richtig viel los, immer noch, bevor wir nach Bulgarien reinfahren können. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Plan, denn der Plan ist, dass der Wagen jetzt abgeholt wird und auf einen Laster quasi gepackt wird. Also richtig was los bei uns. Aber ich wollte euch noch mal zeigen, guckt euch das an. Hier ist so eine coole Mall. Also wenn du mal Langeweile hast hier, gehst du hier rein, trinkst noch was, isst noch was und dann geht das hier erst irgendwo weiter. Sehr krass. Okay Leute, nochmal circa 2 Stunden sind vergangen. Absolute Vollkatastrophe, aber letztendlich wurde es geschafft. Der Wagen geht jetzt raus. Und als Tipp von mir, als Quintessenz meiner kurzen Reise hier zwischen Türkei und Bulgarien, ich würde kein deutsches Fahrzeug mehr hier reinbringen, um es dann umzuwälzen auf ein türkisches Plakette, auf ein türkisches Kennzeichen, damit ich hier in Ruhe mehr oder weniger fahren kann. Und dass ich, wenn ich dann kein E-Camet mehr bekommen habe, dann die Problematik habe, das Auto wieder rauszubekommen. Weil das war jetzt wirklich extrem viel mit Kosten verbunden und extrem viel Nerven und Zeitaufwand. Das ist heftig. Wir laufen jetzt zurück durch die türkische Grenze. Wir haben einen Ausgangsstempel bekommen und gehen jetzt hoffentlich ganz entspannt wieder rein in die Türkei mit einem Eingangsstempel, schlafen dort eine Nacht. Ja, dementsprechend richtig krasse Action. Also überlegt euch das nicht dreimal, ob ihr mit einem deutschen Fahrzeug hier reinkommt, um das umzumelden. Ich würde reinkommen, um einfach nur 2 Jahre hier zu fahren mit einem deutschen Auto, nach 2 Jahren wieder raus und dann ist das Thema durch. Okay, wir gehen wieder rein. Zu Fuß. Mit einem Beutel in der Hand. Auf geht's. Übrigens, das ist jetzt der Grenzübertritt in die Türkei. Und komischerweise ist hier nichts los. Man könnte meinen,
kein Mensch will in die Türkei. Was ist hier los? Auf der anderen Seite, direkt jetzt hier links rüber, ist voll. Ihr habt die Bilder gerade gesehen. Es ist einfach immer noch voll. Aber rein, ja, das ist heftig. Also, wir sehen uns. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben mehr oder weniger ausgeschlafen. Es ist Freitag und wir haben es letztendlich alles geschafft. Ich werde darüber eventuell nochmal ein ausführliches Video darüber machen. Lass es mich wissen, ob dich das interessiert, ob ich nochmal gezielt ein Feedback geben soll, was ich eventuell anders machen würde heutzutage und ob es sich überhaupt lohnt. Ja, ich denke, es hat sich herausgehört, dass es, ja, meine Meinung ist klar, aber ich denke, es ist interessant gewesen für viele, die eventuell auch so eine Reise vorhaben oder eben auch einfach mal so andere Länder, andere Sitten, andere Grenzverfahren auch natürlich mal sehen wollten. Dementsprechend unsere Reise geht jetzt noch weiter. Wir befinden uns immer noch in Edirne und werden gleich aber zum Busbahnhof gehen. Das sind ca. 2 Kilometer und werden uns dann ganz entspannt in einem Bus aufhalten. Da hat sich ein Mädchen zu mir hingesetzt. Weiter geht's und letztendlich werden wir dann in einen Busbahnhof gehen, in den Bus einsteigen, den passenden Bus finden, Richtung Flughafen Istanbul. Wir müssen nach SAB, also dann werden wir quasi dort unsere Zeit nochmal verbringen und dann geht's weiter. 1,5 Stunden von Istanbul nach Gazipaşa. Flugkosten ca. 60 € pro Mensch. Voll in Ordnung, finde ich. Und sogar mit 15 Kilo Gepäck. Dementsprechend, ja, freue ich mich, dass du bis hierher geschaut hast. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für dein Feedback. Ich muss die ganzen Eindrücke noch auf mich wirken lassen. Und bin sehr gespannt, was du zu dieser Reise, zu diesem teilweise auch Chaos sagst. Lass es mich wissen. Lass dem Video einen Daumen nach oben da, deine Meinung, ein kostenloses Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Und vor allen Dingen gerne teile diesen Kanal, damit noch mehr Menschen auf diesen Kanal aufmerksam werden. Und falls du noch nicht mal reingeschaut hast bei uns als Erinnerung, bei uns im Online-Shop bei iTransform, um starke Nerven zu bewahren, Nährstoffe aufzufüllen, kannst du dich gerne bei uns bei iTransform.de umschauen. Den Link findest du in der Videobeschreibung oder auch wenn du natürlich coole Klamotten brauchst oder eben auch dir ein fundmentales Gesundheitswissen aufbauen möchtest, kannst du das tun. Check einfach die Links in der Videobeschreibung und ich freue mich auf dein Feedback. Dementsprechend beste Grüße aus Edirne, dein Markus.